Ich verbringe 24 Stunden in der ärmsten Stadt Deutschlands. Eine Stadt, die durch Armut, Vernachlässigung und kulturellen Wandel eine beispiellose Veränderung erlebt hat. Erfahre, wie wir diese Lebensumstände dokumentieren und dabei angefeindet werden. Soll ich Polizei anrufen? Willkommen zu 24 Stunden in Gelsenkirchen. Eine Fahrt durch die Straßen Gelsenkirchens vermittelt einen ersten Eindruck von den Auswirkungen dieser Armut. Die Häuser am Straßenrand wirken verlassen und ungepflegt. Kneipen, Bars und Geschäfte sind teilweise geschlossen. Niemand scheint sich darum zu kümmern, dass diese Gebäude langsam zerfallen. Dasselbe Bild zeigt sich in den Wohnvierteln. Heruntergekommene Häuser und Wohnungen prägen das Straßenbild. Der viele Müll und städtische Verfall lässt nicht erahnen, dass diese Stadt mal durchaus prosperierend war. Gelsenkirchen liegt im Westen Deutschlands und war einst bekannt für seine Industriegebiete und die Kohlewirtschaft, die Hunderttausenden Menschen Arbeit bot. Doch durch die politische Entscheidung, zunehmend auf Braunkohle zu verzichten, gingen diese Arbeitsplätze mehr und mehr verloren. Wir treffen einen ehemaligen Bergarbeiter, der die Entwicklung der letzten Jahre beschreibt. Aus Sorge vor interkulturellen Konflikten meidet er mittlerweile die Innenstadt. Er erzählt uns, wie sich die Lebensweise in den letzten Jahren in Gelsenkirchen verändert hat. Es ist eine Katastrophe. Ganz viele Läden haben in den letzten Jahren dicht gemacht. Wir haben nur noch einen großen Supermarkt. Die ganzen Tante-Emma-Läden sind von der Bildfläche verschwunden. Bevor wir uns die Veränderungen in der Innenstadt genauer anschauen, wollen wir die Relikte der alten Zeit erkunden. Die Industrieanlagen. Zu unserer Überraschung muss man sie nicht einmal suchen. Überall in der Stadt verteilt stehen alte Fabriken und Fördertürme, die früher den Menschen Arbeit gaben. Ähnlich wie die Geschäfte, die wir zuvor gesehen haben, werden auch sie dem Verfall überlassen. Verwahrloste Fabriken geben einen Einblick in eine vergangene Zeit. Da die Entsorgung der alten Bergbauutensilien häufig mit hohen Kosten verbunden war, ließ man sie achtlos zurück. Nun rotten sie vor sich hin und sind dem Verfall der Zeit überlassen. Obwohl viele Menschen Gelsenkirchen verlassen haben, sind neue hinzugekommen. Wie in ganz Deutschland waren dies vor allem Geflüchtete. Wir beschließen, uns die Innenstadt genauer anzusehen. Das Bild, das sich uns bietet, ist erschütternd. Der erste Eindruck ist von sichtbarer Armut geprägt. Die Einkaufsstraße ist gesäumt von Menschen, die um Almosen bitten. Obdachlosigkeit ist allgegenwärtig. Wer hier ein typisch deutsches Treiben erwartet, wird enttäuscht. Wir hören Dutzende Sprachen aus aller Welt und sehen Geschäfte und Gastronomiebetriebe, die von dieser kulturellen Vielfalt zeugen. Wir bitten einen Passanten, seine Eindrücke zu dieser Entwicklung zu schildern. Man weiß nicht, wer ist. Es sind zu viele Migranten hier. Ich bin selber Türke, aber ich bin ja zweite Generation. Meine Eltern sind hier zum Arbeiten hingekommen. Ich bin hier geboren. Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich bin in dieser Kultur aufgewachsen. Die anderen, die Syrer, aber auch die Rumänen, die haben eine ganz andere Mentalität. Es ist wirklich schwer, die hier zu integrieren. Auch hier zeigt sich, viele Einheimische äußern sich kritisch zur Flüchtlingssituation. Um ein genaueres Bild zu bekommen, suchen wir eine der Unterkünfte für Geflüchtete auf, über die man immer wieder von katastrophalen Zuständen liest. Gewalt und Kriminalität prägen hier den Alltag. Doch vor Ort erleben wir eine Enttäuschung. Das gesamte Areal ist mit einem Zaun umgeben, als wollte man verhindern, dass die Zustände eingesehen werden können. Dennoch geben wir nicht auf. Ausgestattet mit einer Undercover-Kamera begeben wir uns zum Eingang, der von einem Sicherheitsmann bewacht wird. Schon hier werden wir aggressiv aufgefordert, alle Aufnahmen der Einrichtung zu löschen. Guten Tag, wir würden gerne wissen, ob es hier die Möglichkeit gibt, ein paar Videoaufnahmen zu machen. Melden Sie sich bitte bei der Zentrale oder Stadtverwaltung. Videoaufnahmen sind hier nicht erlaubt. Als wir dem nicht nachkommen, wird uns sogar mit der Polizei gedroht.
Soll ich jetzt hier die Polizei rufen? Sie können nicht hier einfach Bilder machen. Das ist auch eine Straftat. Bitte löschen Sie umgehend die gemachten Aufnahmen. Ansonsten muss ich jetzt die Polizei holen. Um eine Eskalation zu vermeiden, verlassen wir die Gegend. Gleichzeitig fragen wir uns, was gibt den Menschen, die in Gelsenkirchen in sichtbarer Armut leben, Hoffnung? Tatsächlich könnte die Antwort im Fußball liegen. Überall in der Stadt finden sich Symbole des lokalen Fußballvereins Schalke 04. In Bars, auf Aufklebern, als Graffiti. Sogar das alte Stadion, das 1927 eröffnet wurde und bis 1937 genutzt wurde, steht noch. Es waren eindrucksvolle 24 Stunden in Deutschlands ärmster Stadt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da und teile es mit anderen. Bis bald aus einer anderen Stadt Deutschlands.